Lara, herzlich willkommen in Wolfsburg. Eine ganz einfache Frage zu Beginn. Wie geht's dir? Ja, danke schön, mir geht's super. Ich bin jetzt da und ich bin glücklich, dass ich da bin. Schaust auch glücklich aus. Jetlag ist gar nicht bei dir. Konntest du im Flieger auch gut regenerieren und schlafen? Im Flieger nicht, aber dann die Nacht im Hotel gut verbracht und gut geschlafen und heute geht's mir gut. Sehr schön. Wie war das Leben in Salt Lake City? Ein Jahr warst du in den USA auf großer Reise, ein großes Abenteuer, glaube ich, für dich. Wie blickst du auf die Zeit zurück? Es war ein sehr, sehr schönes Jahr. Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, nach Amerika zu reisen. Ich habe so viel erlebt, in großen Stadien gespielt, vor sehr vielen Leuten und es war echt ein Traum. Was nimmst du aus der Zeit so für dich persönlich mit, in deiner persönlichen Entwicklung vielleicht auch? Ja, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Es war ein neues Umfeld für mich, neue Sprache, neue Leute, neues System. Eigentlich die Liga ist ein bisschen anders gestaltet da und es war schon eine große Herausforderung, mich an diese ganze Prozesse da irgendwie zu erleben oder einleben. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Chance bekommen habe. Und welche Erfahrungen nimmst du aus dem amerikanischen Fußball mit? War das im Vergleich zur Bundesliga jetzt und zum europäischen Fußball etwas komplett anderes? Ja, schon. Der Fußball, der da gespielt wird, ist sehr, sehr schnell, sehr direkt. Ich glaube, in dieser Liga spielen die besten Athletinnen, die es gibt im Frauenfußball. Und da zu spielen ist sehr schwer. Es ist nicht einfach, sich da dran zu gewöhnen. Und ich glaube, das kann ich mitnehmen, diese Direktheit zum Tor zu kommen und schnelle Entscheidungen zu treffen. Jetzt bist du wieder in Deutschland. Du bist beim VfL Wolfsburg, was uns natürlich extrem freut. Aber was hat dich dazu bewogen, wieder zurück nach Deutschland zu kommen? Ich muss sagen, sobald die Kontakt kam von Wolfsburg, war ich ein bisschen überrascht, aber im positiven Sinne überrascht. Und wie gesagt, vor 2-3 Jahren, wenn mich jemand fragen würde, ob ich irgendwann für Wolfsburg spielen werde, würde ich wahrscheinlich Nein sagen. Wer hätte das gedacht? Und heute sitze ich da und ich bin sehr froh. Ich freue mich riesig über diese Saison. Du hast gerade über die Kontaktaufnahme geredet. Wie war es dann für dich, wenn du jetzt sagen kannst, oder wie ist es für dich, ich bin eine Wölfin? Ja, ich glaube, heute habe ich das noch nicht so realisiert. Aber ich glaube, das kommt jetzt in den nächsten Tagen, wo ich mich hier ein bisschen entspannen kann und dann hoffentlich bald trainieren und spielen kann. Und genau, es ist wieder ein neues Umfeld. Zum Glück kenne ich ein paar Mädels schon von meiner Zeit, entweder in Potsdam oder in Frankfurt, und auch darauf freue ich mich riesig. Kommen wir gleich drauf zu sprechen. Das kommt in den folgenden Fragen. Mich würde es interessieren, beziehungsweise wir machen das hier ja für unsere Fans. Du bist in einer absoluten Sportlerfamilie groß geworden. Wie war es für dich oder war das besonders? War es für dich ganz, ganz früh schon klar, okay, Fußballerin, das werde ich auch? Ich glaube schon. Meine Familie, meine Eltern sagen immer, dass ich mit einem Ball in meinen Füßen irgendwie, wie sage ich das? Aufgewachsen? Aufgewachsen bin, genau, mein Deutsch ist schon ein bisschen, weißt du. Aber wie gesagt, unser Haus steht zwischen 2 Fußballplätzen, eigentlich direkt über die Straße ist ein Stadion, wo ich die ganze Kindheit gespielt habe. Und ich glaube, es war schon sehr, sehr früh klar, dass ich Fußballerin werde. Heißt, du hast nicht mit Spielzeug irgendwie früher gespielt, sondern mit deinem Bruder, mit deinen Eltern zusammen immer Fußball? Ja, klar habe ich andere Sportarten auch durchgemacht, aber immer wieder war Fußball da, was mich am besten begeistert hat, und ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. Und dann mit 17 Jahren bist du nach Potsdam gewechselt. Das war bestimmt keine einfache Entscheidung, wirklich komplett rauszugehen und dann auf deinen eigenen Füßen zu stehen in so jungen Jahren. Wie war es damals für dich? Ja, es war klar nicht anders, vor allem mit Sprache.
zum ersten Mal ohne meine Eltern in ein anderes Land zu ziehen, das war schon eine große Herausforderung. Aber für mich war immer klar, dass ich Profifußballerin spielen werden. Oder wenn ich das werde, muss ich mein Land verlassen. Leider ist in Slowenien Frauenfußball noch nicht so, dass man davon leben konnte. Und für mich war immer klar, dass ich auch in Bundesliga spielen möchte. Und dass ich das ich habe meinen ersten Vertrag mit 18 Jahren direkt auf 8.8. Unterschreiben habe. Und so ist irgendwie mein Kindheitstraum wahr geworden. Was war damals das Schwerste, so wirklich raus von zu Hause? Was hast du vielleicht auch damals am meisten vermisst? Klar, meine Familie, mein Hund, meine Freunde. Ich habe alles hintergelassen in Slowenien und damals gab es noch kein FaceTime oder so. Wir mussten über Skype sprechen, wenn wir uns sehen wollen und das war schon nicht so einfach. Ich bin aber zum Glück sehr offener Typ und ich habe mir sehr früh auch Freunde in Potsdam gefunden und dann war meine Zeit da einfacher. Dann kommen wir auf die alten Bekannten zurück. In Potsdam hast du mit Svenja Huth schon zusammengespielt. Und jetzt spielst du wieder mit ihr zusammen. Ist das eine alte Bekannte, die du gerne magst, unter anderem? Ja, klar. Sveni war so wie meine Mutter in Potsdam, kann ich sagen. Die war meine Stürmerpartnerin. Ich habe sehr, sehr viel von ihr gelernt. Die hat mich immer an die Hand genommen und mir viele Tipps gegeben. Und dafür bin ich auch sehr dankbar. Das ist auch eine, den ich sehr gerne hatte in Potsdam, die mir viel gegeben hat. Und ich bin froh, dass wir jetzt wieder Mitspielerinnen sind. In Frankfurt war es dann Sophia Klein-Herne, mit der du, glaube ich, zusammengespielt hast. Aber jetzt zuletzt war es Nuria Rabano auch. Hast du mit ihr im Vorfeld, als es klar war, dass es nach Wolfsburg geht, auch nochmal gequatscht? Ja, ich muss sagen, aber das ist an meinem letzten Tag in Utah passiert. Wir haben ein bisschen gequatscht, davor nicht so viel. Weil es ja das alles sehr schnell verlaufen ist. Und Nuria hat nur gute Sachen gesagt über Wolfsburg. Sie hat gesagt, dass das Leben hier sehr einfach ist und ihr hat es gefallen und ich hoffe, für mich wird das auch genauso. Wen aus dem Kader kennst du denn noch? Ich habe gerade schon gesagt, Soffe kennst du natürlich noch. Kennst du noch weitere Spielerinnen? Ja, klar. Ich habe mit Stina auch gespielt, mit Camilla. Als sie noch ganz jung war, habe ich auch mitgespielt. Und da sind die 4, mit denen ich gespielt habe. Und das ist jetzt zum ersten Mal für mich, dass ich in einen Verein komme, wo ich Leute schon kenne. Und ich glaube, das ist sehr, sehr positiv. Die sind auch sehr nette Mädels und ich glaube und ich weiß, dass die mir helfen werden. Habt ihr schon WhatsApps geschrieben? Mit Soffe, ja. Mit Soffe habe ich die sofort angerufen. Ich habe ihr ein bisschen so geteased, dass ich ihr morgen alles erzähle und sie so, hey, hat mich sofort angerufen und dann, sie hat sich sehr gefreut. Die hat mir jetzt auch jeden Tag, seitdem es klar war oder auch davor geschrieben, wie es weitergeht und ich kann kaum erwarten, dass ich die wiedersehe. Dauert nicht mehr lang. Wir sind bald durch mit dem Interview. Was macht dich als Spielerin aus? Ich glaube, wenn man einzig und allein auf deine Stats guckt in der Bundesliga, da muss man sich fast die Augen reiben. Die sind schon verdammt gut. Kannst du dich in ein paar Sätzen umschreiben, was dich ausmacht? Ich glaube, ich bin sehr kreativ, eiskalt vor dem Tor und schlau. Ich glaube, meine Vision ist, was mich ausmacht. Ich sehe die Pässe, die noch nicht gespielt sind. Ich habe eine Idee ins Spiel und auch, weil ich bin ja Stürmerin, aber bin nicht nur da, um Tore zu schießen, sondern die auch zu vorbereiten oder irgendwie leiten, dass der Ball am Ende im Tor landet. Wir hatten es gerade eben, dass der Frauenfußball in Slowenien leider noch nicht so weit ist. Aber ich glaube, du bist trotzdem extrem stolz drauf, wo du herkommst. Ich glaube, du hast bei deinem Instagram hast du oben angepinnt, dass du bist
bereits 4-mal zur Fußballerin des Jahres in Slowenien gewählt worden. Was bedeutet dir so eine Auszeichnung und was bedeutet dir dein Heimatland? Ja, schon sehr viel. Irgendwie für die Nazio zu spielen ist immer was Besonderes. Ich spiele jetzt schon mehr als 10 Jahre für die A-Nationalmannschaft und ich bin sehr stolz auf was wir alles gemacht haben. Wenn ich vor 10 Jahren zurückblicke, wie es alles war, wie es alles aussah, ist fast unmöglich, wo wir jetzt gerade stehen. Ich bin sehr froh, dass ich das auch mitgemacht habe, dass ich so eine große Rolle im ganzen slowenischen Frauenfußball habe und ich sehe mich nach meiner Karriere auch irgendwie in diese Entwicklung, genau, dass das noch weiter kommen kann. Du hast auch bei Instagram noch ein bisschen nachgeforscht. Du hast mal in einem Interview gesagt, dass Verantwortung und eine wichtige Rolle im Team können einen erschlagen. Du brauchst das aber für dein Spiel. Man hat jetzt gerade schon herausgehört bei deiner Beschreibung von sich selbst, dass du sehr selbstbewusst bist. Kannst du mit Druck und Verantwortung so gut umgehen, dass dich das nochmal extra pusht? Ja, ich glaube, ich brauche das irgendwie. Ich brauche diese eine Leaderrolle, damit ich den ganzen Team auch ein bisschen mitschleppen kann. Mir ist das schon sehr wichtig. Ich glaube auch, mein Charakter ist so, dass wenn ich eine wichtige Rolle habe, dann kann ich gut performen. Wenn nicht, dann ist es ein bisschen schwierig. Aber ja, klar, ich bin gerne im Vorfeld und ich helfe gerne dem Team auch mit so schweren Sachen. Und privat? Bist du da auch so forsch voran, immer was Neues? Ja, vielleicht nicht immer was Neues, aber ich habe schon gerne aufregende Sachen und ich glaube, eine einfache Person auch aus dem Fußballplatz raus. Ich habe gerade obwohl ich keinen Knopf im Ohr habe ich gerade eine Info bekommen. Die Champions League 3. Runde ist ausgelost. Wir spielen gegen Inter Mailand. Wow. Was sind deine ersten Gedanken? Wahrscheinlich nicht der Gegner, die wir wollten, aber ich habe ein bisschen der Mannschaft verfolgt und ich glaube, dass wir sehr viel in unseren Händen haben, dass wir die Runde weitergehen und dass wir uns in Champions League qualifizieren. Worauf freust du dich in den nächsten Wochen? Ja, wieder in der Bundesliga zu spielen gegen Gegner, die ich kenne, schon vor meinen Jahren von Frankfurt oder Potsdam. Es ist schön, eigentlich in einem Umfeld zu spielen, an dem du gewohnt bist. Ich freue mich, wieder auf dem Platz zu stehen. Wahrscheinlich freust du dich aber nicht so auf den Umzug, oder? Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen stressig, weil es nicht um die Ecke ist. Musst du viele Container beladen oder sagst du dir, okay, so viel hatte ich gar nicht dabei, das passt alles in meine Koffer? Ja, ich bin mit 7 Koffer gereist von Amerika. Ich musste eigentlich mein ganzes Leben in den Koffer reinpacken. Und gerade warte ich noch auf 2 Koffer, weil die, ich glaube, gestern noch in Paris geblieben sind. Aber ja, hoffentlich finde ich eine Wohnung bald und ich freue mich auch dann, einen Platz für mich zu haben. Sehr gut. Wie wird es in den nächsten Tagen bei dir aussehen? Geht es direkt ins Training rein? Musst du erst mal Tests machen? Wie ist da der aktuelle Stand bei dir? Ja, ich habe heute früh schon medizinische Tests gemacht. Dann später auf Programm, glaube ich, ist auch ein bisschen Fitness-Testung und so dabei. Und die nächsten 2 Tage werden noch voll sein mit Terminen. Aber dann hoffentlich jetzt entweder morgen oder übermorgen schon mit der Mannschaft zu trainieren. Das wäre gut, damit ich dann auch schon am Samstag, wenn es geht, dem Team helfen kann. Wir freuen uns drauf. Supercup am Samstag ist natürlich direkt ein absolutes Highlight gegen den FC Bayern. Kannst du schon Teil des Ganzen sein? Bist du soweit oder fehlt da noch das Gespräch mit dem Trainer? Ich hoffe, ich bin fit. Wir hatten ja keine Pause in Amerika, deswegen bin ich topfit gerade. Und wenn es jetzt alles mit
mit Papierologie und alles klappt. Hoffentlich bin ich am Samstag schon dabei und vielleicht kann ich ja bei meinem Debüt für Wolfsburg schon einen Titel gewinnen. Die Daumen sind feste gedrückt. Ich habe dir gerade gesagt, wir machen das hier für die Fans. Jetzt würden wir dir gerne noch ein paar Worte direkt an die Fans, direkt in die Kamera entlocken. Bitte schön. Ich freue mich zu sagen, dass ich eine Wölfin bin und ich werde mich freuen, wenn viele von euch ins Stadion kommen und uns zu supporten. Perfekt. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir wünschen dir einen richtig guten Start bei uns. Danke. Vielleicht den einen oder anderen Titel und vor allem ganz viele Tore und Assists. Danke. Lara. Dankeschön.